Hallo und schönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Eigentlich dachten wir sind mit dem Van unterwegs und nehmen euch mit zu einer schönen Winterfolge. Aber wie ihr sehen könnt, ist das Auto etwas kleiner. Sprich, wir sind in unserem Jimny unterwegs. Und wir haben keinen Winter. Weil offensichtlich trage ich auch keine, man kann es schon als Winterjacke interpretieren, aber es ist super warm. Und kein Schnee. Und warum wir nicht im Van unterwegs sind und nicht im Schnee, erzählen wir euch gleich. Wir fahren jetzt erstmal in eine Stadt, die wir euch noch gar nicht gezeigt haben und auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, sondern einfach immer nur unser Kennzeichen davon war. Kassel? Wir sind nicht unweit vom Hauptbahnhof entfernt und hier habe ich Basti einige Male schon abgesetzt und habe mir hier in so einem süßen kleinen Café, wirklich zu Fuß auch nur 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, einen richtig leckeren Kaffee geholt. Deswegen starten wir heute jetzt hier. Achso, ja, und wir sind in Karlsruhe. Ich wollte gerade sagen, du musst ja noch sagen, wo wir sind. Es war ein Test, wer unser Kennzeichen auch wirklich kennt. Das einzige nicht so coole ist, dass man Hunde da nicht mit reinnehmen kann. Deswegen hole ich uns jetzt einfach was raus und wir gehen dann mit Peppi hier in einen richtig schönen Park in der Nähe. Was ist die Schokolade? Okay. Es ist ein richtig niedliches Café. Es hat erst letztes Jahr neu geöffnet und ja, ist wirklich nur ein Katzensprung vom Hauptbahnhof entfernt. Also wenn ihr hier mal einen Zwischenstopp habt am Bahnhof, könnt ihr hier ruhig vorbeigucken und es ist auch nicht weit von der Schnellstraße, die nach Karlsruhe führt. Also ein kleiner Zwischenstopp lohnt sich hier auf jeden Fall allemal. Wir laufen hier der Alp entlang. Die fließt hier Richtung Günther-Klotz-Anlage, einer großen Parkanlage in Karlsruhe, wo wir da eine kleine Runde drehen werden. Und die Alp ist sozusagen, ich bin am letzten Zipfel vom Landkreis Karlsruhe aufgewachsen, im Albtal, im schönen Albtal, schon im Nordschwarzwald. Und ja, das ist hier quasi der kleine Fluss, der hier bis nach Karlsruhe und dann in den Rhein fließt und hier entlang kommt und quasi die Verbindung herstellt von mir und Karlsruhe und unserem Karlsruher Kennzeichen. Ich habe eine kurze Zeit auch in Karlsruhe gelebt während meines Studiums und habe so ein paar schöne Plätze, die wir euch heute zeigen werden und warum sich ein Besuch in Karlsruhe auf jeden Fall lohnt, wie ich finde. Ich werde heute dazu nicht so viel beitragen können. Ich lerne genauso wie ihr. Ich glaube, so einen Karlsruhe-Tag haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Oder? Nee. Also natürlich haben wir schon viel Zeit in Karlsruhe verbracht, aber auch ich lerne heute Ecken von Svenny kennen, wo wir noch nie waren. Also, ich halte meinen Mund und lerne auch. Die Günther-Klotz-Anlage ist die
ist der sportlichste Park, glaube ich, den ich kenne, nach der Außenalster in Hamburg. Hier läuft alle paar Sekunden ein Jogger oder eine Joggerin an dir vorbei. Und auch ich habe früher hier meine Runden gedreht, liebe Leute. Ich war mal sportlich. Die Günter-Klotz-Anlage ist eigentlich hauptsächlich eine Sport- und Parkanlage. Und hinter mir befindet sich der Mount Klotz, der höchste Berg Karlsruhes. Nicht Spaß. Wahrscheinlich schon. Im Winter ein perfekter Rodelberg, wenn denn Schnee und nicht so warm ist wie heute. Und im Sommer findet hier das Festival Das Fest statt, was jahrelang das größte kostenlose Open-Air-Festival war. Mittlerweile kostet es aber auch Eintritt, weil einfach so großer Andrang war, dass man die Sicherheit erhöhen musste. Und hier hinten auf dem Mount Klotz steht quasi das Publikum. Und wo Basti und ich jetzt gerade aktuell stehen, ist die Bühne. Sprich, man hat als Publikum auch die perfekte Sicht auf die Bühne. Und es waren unter anderem schon Headliner da wie Seed, die Beatsteaks, Donuts, Passenger, Amy Macdonald, Fettes Brot, wen noch? The Cooks, Sido. Also wir hatten richtig gute Zeiten hier. Und ich war auch damals noch kostenlos hier. Und jetzt aber auch aktuell kostet es irgendwie für 4 Tage 85 € oder so und ein Tagesticket 22 €. Also immer noch im Vergleich zu anderen Festivals sehr, sehr günstig. Und die Location ist auf jeden Fall abgefahren und macht immer wieder mega Spaß. Und ich glaube, deshalb kamen auch schon Künstler immer super gerne auch hierher. So, wir haben es hochgeschafft. Jetzt hat man den Blick nochmal hier von oben, inklusive Geräusche, Kulisse einer Stadt. 360 Grad Karlsruhe. Und hier hinten geht irgendwo der Nordschwarzwald los. Wir werden so langsam jetzt aber hungrig, deshalb machen wir uns Richtung Innenstadt und holen uns was zu essen. Hier gibt es auch einen richtig coolen Spielplatz und dahinter ist auch direkt ein Skatepark. Also an alle Familien mit Kids kann man auch mal gut einen Zwischenstopp einlegen. Zeig mal was. Ja, ist okay. Gibt aber auch schnellere und bessere. Ja, ne? Bagde Heide zum Beispiel. Aber kleiner Adrenalinschub, gute Laune. Einfach mal wieder Kind sein. Genau. Direkt hinter der Günter-Klotz-Anlage ist ein riesen Park-and-Ride-Parkplatz, wo man bis zu 12 Stunden maximal stehen kann. Für einen Zwischenstopp perfekt. Aber ein bisschen weiter am Rheinhafen und am Rhein entlang sind super schöne Spots, wo man mit dem Camper auch stehen kann. Und ja, die perfekte Mischung aus Stadt und schönem Stellplatz in der Natur und Schiffe beobachten. Eine kurze Werbeunterbrechung und zwar für dieses Schmuckstück hier. Unserem Wandkalender Patagonia Edition. Das neue Jahr ist zwar schon angesprochen, deshalb hier direkt mal das Januarblatt. Und zwar ist das aus dem Perito Moreno Nationalpark, wo ich meine Solo-Wanderung gemacht habe und eine besondere Verbindung vor allem zu diesem Bild habe.
Und vielleicht sorgt der Kalender ja auch ein bisschen für Reiselust und Fernweh bei euch zu Hause. Wir haben noch ein paar auf Lager. Es gibt einen ordentlichen Rabatt drauf. Und zwar gibt es den Kalender jetzt schon für 19,95 € bei uns im Shop www.neuland-stories.de/shop. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeiguckt und wenn noch der ein oder andere Kalender seinen neuen Besitzer, seine neue Besitzerin findet. Also schaut nochmal vorbei auf www.neuland-stories/shop und wir würden uns freuen, wenn sich der ein oder andere Kalender noch auf den Weg machen würde. So, und jetzt geht's weiter im Vlog und ihr erfahrt vor allem, was mit dem Schmuckstück hier los ist. Es gibt hier in Karlsruhe 2 gute syrische Restaurants. Einmal das Rote Beete und einmal das La Rose. Und wir probieren jetzt mal das La Rose, nee, nicht das La Rose, das Rote Beete aus. Das La Rose ist auf jeden Fall sehr lecker. Und Rote Beete kennen wir noch nicht. Rote Beete kennen wir noch nicht. Und es gibt Falafel-Wrap. Sieht mega lecker aus, total viel. Und noch halte ich meiner Vegetarierzeit durch. Mein neuer Jahresvorsatz. Das hat sehr lecker geschmeckt. War ein solider Falafel-Wrap, oder? War richtig gut sogar, fand ich. Also jetzt, ich würde sogar sagen, mehr als solide. Okay, Basti sagt mehr als solide. Er war schon wirklich sehr lecker. Ich mag das ja generell mega gerne, so mit Joghurtsoße drauf. Und ja, also hat mega frisch geschmeckt, war mega lecker. Ja. Und sind jetzt gut gestärkt und machen uns auf den Weg Richtung Schloss. Auf zum Schloss. Und wer genau hier mal hin möchte, der muss auf Google einfach spektakulärer Baum eingeben. Und schon landet man hier. Ist nämlich verzeichnet auf Google. Der ist aber auch spektakulär. Zumindest interessant. Interessant ist er auf jeden Fall. Aber so findest du den nicht. Schon spektakulär eingeben. Und Karlsruhe ist natürlich nicht nur für den KSC, der hier spielt, bekannt. Es wurde mir im Übrigen aufgetragen, dass ich das sage. Sondern auch dafür, dass es die Hauptstadt des Rechtes ist. Hier ist nicht nur Bundesgerichtshof, sondern auch das Bundesverfassungsgericht. Und das, liebe Leute, nur damit ihr es mal gehört habt, wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Nur falls ihr bei Wer wird Millionär sitzt und diese Frage kommt. Direkt neben dem Bundesverfassungsgericht befindet sich das Schloss in Karlsruhe. Und Karlsruhe ist auch bekannt als Fächerstadt. Und das findet man eigentlich am besten hier am Schloss statt, wenn man hier oben auf den Aussichtsturm hochgeht. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, Hunde sind nicht erlaubt. Deswegen können wir heute dann nicht nach oben. Aber am besten sieht man es dann aus der Luft, weil hier vom Schloss aus gehen 32 Straßen wie ein Sonnenfächer vom Schloss weg und deshalb auch Fächerstadt. Wenn man es mit dem letzten Schloss vergleicht, was wir uns angeschaut haben in Gotha, wer das Video gesehen hat, weiß, wir waren nicht so komplett begeistert. Das ist schon ein bisschen schicker hier. Könnt ihr mal selbst vergleichen, wir verlinken das Gotha-Video mal. Welches Schloss ist schöner, Gotha oder Karlsruhe? Und auch wenn man es überhaupt nicht glauben mag, es ist ja bekanntlich noch Winter,
Und da vorne kann man sogar noch Schlittschuh fahren. Aber gefühlt, ich weiß, es sind gerade 20 Grad oder so. Das ist echt irre. Und Sonne. Hier direkt neben der Eisbahn ist jetzt hier noch so ein kleiner Mini-Winter-Weihnachtsmarkt aufgebaut und es gibt Churros und Crepe. Und jetzt ist die Frage, verfällt man nochmal zurück in alte Weihnachtsmuster und isst Crepe oder Churros? Basti sagt Daumen hoch. Lecker! Hier direkt nebendran ist auch der Platz der Grundrechte. Und hier auf dem Platz sind überall so kleine Fähnchen mit Geschichten von Menschen, die entweder schon mit dem Grundgesetz in Berührung gekommen sind oder eben nicht. Also verurteilte Menschen und welche, die noch gar keine Berührungspunkte damit hatten. Und es ist auf jeden Fall mal spannend, sich hier so Geschichten durchzulesen. Basti meinte gerade, ich sehe aus wie so eine verwirrte Frau, die hier gerade über den Platz stolpert. Aber so fühle ich mich auch, weil das letzte Mal, als ich hier war, konnte man hier, wo ich jetzt stehe, nicht entspannt stehen. Weil hier sind einfach noch S-Bahn und Tram und alles entlang gefahren. Hier war quasi ein Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs. Und man konnte hier nicht entspannt spazieren gehen oder stehen oder den Platz genießen. Das ist völlig abgefahren. Und jetzt gibt es einfach eine U-Bahn seit ein paar Jahren. Also auf jeden Fall, seit wir unterwegs waren. Und jetzt kann man hier einfach stehen. Abgefahrenes Gefühl auf jeden Fall, hier wieder in der Innenstadt zu sein. Wenn es nach Karlsruhe geht, dann meistens immer eher in die Vororte, weil da irgendeine Werkstatt oder irgendwas ist. Aber ich war echt schon richtig lange nicht mehr in der Innenstadt und dieses U-Bahn-Gefühl war verrückt, es war crazy. Ist ein langer Weg down the memory lane oder wie es hieß. Heißt das so? Ich bin mir angespuckt dabei. Und wo wir gerade mal an der Hochschule vorbeilaufen, kleiner Fun-Fact: Karlsruhe, Hauptstadt des Rechts, aber studieren kann man hier kein Jura. Dafür muss man nach Mannheim. Dafür muss man nach Mannheim. Wir fahren jetzt ein kleines Stück mit dem Auto, weil Karlsruhe ist ja bekanntlich riesig. Aber wir wollen noch zu einem richtig, richtig schönen Aussichtsspot, um uns den Sonnenuntergang anzugucken.
So, kurzer Jackenwechsel. Sobald sich die Sonne verabschiedet, werden die Temperaturen wieder ein bisschen frischer. Wir sind jetzt zum Turmberg hochgefahren. Zwar mit dem Auto. Man könnte sich natürlich auch ein bisschen sportlich betätigen und hier hochlaufen und oder Deutschlands älteste Standseilbahn benutzen. Die ist aber aktuell im Wintermodus und hat nur samstags und sonntags geöffnet. Beziehungsweise, wenn ich es richtig nachgelesen habe, ist sie aktuell sogar im Umbau. 2026 sollte sie nämlich ein bisschen erneuert werden und renoviert werden. Deswegen kann man das gerade gar nicht machen. Und deshalb gönnen wir uns die Ausrede, wir müssen mit dem Auto hier hochfahren und gehen jetzt die letzten Meter bis zum Aussichtspunkt. Das ist ein richtig, richtig schöner Aussichtsspot. Man kann bis zu den Vogesen nach Frankreich rüber gucken und im Sommer ist ja auch richtig viel los. Hier gibt es ja auch so Stufen, wo man sich perfekt hinsetzen kann und ja, wir genießen jetzt einfach noch, bis die Sonne untergegangen ist, den Ausblick. Genau die richtige Temperatur, frühlingshaft im Januar. Und doch war ein richtig schöner Tag in Karlsruhe. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, wir haben das jetzt ja völlig vergessen zu erzählen, warum jetzt eigentlich dieser Karlsruhe-Vlog und nicht aus dem Van. Svenny hat ja schon mal irgendwie Werkstatt angeteasert. Nach circa 4 Wochen ist unser Van aus der Werkstatt wiedergekommen. Wir wollten endlich wieder mit dem Van los und alles war gepackt. Wir haben den ganzen Tag alles für den nächsten kleinen Trip schon im Van gehabt. Sind losgefahren und nach so circa 15 Minuten ist unsere Motorkontrollleuchte angegangen. Ja, wir wussten jetzt nicht so richtig, was wir machen sollen. Sind wieder zurückgefahren. Notlauf. Was? Der Notlauf. Notlauf. Ja, genau. Wir sind nicht nur die Leuchte ist angegangen, sondern wir sind auch in Notlauf gekommen. Und das immer, wenn wir bergauf gefahren sind. Wir haben den auch mal rausgelöscht und sind dann nochmal wieder losgefahren. Wieder Anstieg, Notlauf, 30 km/h. Das kennen wir ja noch aus Kolumbien. Deswegen sind wir direkt umgedreht, sind wieder in die Werkstatt und mussten den Van nochmal angucken lassen. Und ja, das war jetzt der Grund, warum wir nicht aufbrechen konnten. Haben gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal, also es wurde jetzt schon wieder behoben. Wir haben aber gesagt, wir machen jetzt nochmal 2-3 Tage Testfahrten und gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Haben das jetzt schon 2 Tage gemacht und das sieht ganz gut aus. Das machen wir jetzt morgen nochmal und dann geht es nächste Woche los. Das heißt aber, wir mussten uns irgendwas überlegen, was wir jetzt machen können und haben gedacht, Karlsruhe haben wir euch noch nicht gezeigt. Und Svenny ist ja nun mal nah dran und wir haben Hamburg schon gezeigt oder hier und da mal von mir aus der Heimat einen kleinen Vlog gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht interessiert euch auch mal Karlsruhe. Wir sind jetzt von den unteren Terrassen eine Etage höher. Es geht aber auch noch eine Etage höher. Und zwar hier hoch auf den Turm des Turmbergs. Jetzt auch der Name. Hoffe ich doch. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der kleine Ausflug nach Karlsruhe gefallen. Es gibt auf jeden Fall noch einiges mehr, was man hier sehen kann. Es gibt noch so einige Museen und das kommt dann irgendwann mal im zweiten Teil. Und mehr Cafés und Restaurants noch. Und auch die Weststadt und die Südstadt sind richtig, richtig schöne Viertel, wo man verweilen kann. Es sind jetzt so ein paar Hauptplätze abgelaufen natürlich, aber die finde ich in Karlsruhe einfach auch echt schön angelegt, echt gelungen zum Verweilen. Und was ich finde, man hat oft gutes Wetter. Das hatten wir heute echt richtig Glück. Ja, Freiburg ist zwar die sonnenreichste Stadt, aber Karlsruhe ist ja nicht ganz so weit entfernt. Deswegen, ja, schön warm und sonnig haben wir es hier auf jeden Fall. Ja. So. So. Das soll es aber für diese Woche gewesen sein. Ein Moped ist noch da. Einer ist wohl noch da.
Und der muss sich bemerkbar machen. So, jetzt haben sie sich hoffentlich verabschiedet. Ja. Das ist so laut gewesen gerade. Was wir eigentlich sagen wollten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch am besten unseren Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen und ihr unterstützt uns und unsere Arbeit. Hypt das Video, liked das Video und das Emoji der Woche ist eine Sonne. Ich hätte jetzt gesagt ein Motorrad. Oder ein Moped, ja, ein Motorrad, Moped. Sucht es euch aus. Ja. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und drückt die Daumen, dass es dann wirklich aus dem Van ist und unterwegs und wir endlich wieder mit Groot unterwegs sein können. Ja, Mal das wär wieder. cool. Ein Ich schönes freu mich. Winterabenteuer. Es soll ja auch wieder kalt werden. Ja, vielleicht haben wir dann ja Schnee. So, bis nächste Woche. Danke. Ende.